Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Und zwar mit einem neuen XP-Event, FWC Server Only. Habt ihr bestimmt schon mitbekommen, es ist einfach so, dass auf dem FWC-Server ja extreme Probleme waren, vor allem die ersten paar Tage. Wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich fast jeden Tag ununterbrochen, seit der Server gestartet ist. Gab es mindestens mal ein paar Minuten, sage ich jetzt mal Minimum. Manchmal auch einige Stunden, vor allem beim XP-Event war es auch sehr schlimm, wo man mit extremen Verzögerungen oder auch einfach gar nicht spielen konnte. Und um das auszugleichen, gibt es jetzt eben, steht auch hier nochmal extra dabei, FWC Server Only, nochmal ein Ausgleich-XP-Event, nochmal 30% mehr XP, wieder Freitag 0 Uhr bis Sonntag 23:59 Uhr. Und ja, das ist quasi ein Token ihrer Entschuldigung, a token of our apology. Ja, was soll man dazu sagen? Besser als nichts auf jeden Fall. Ich hatte es ehrlich gesagt nicht mehr gedacht, dass wir noch ein verlängertes oder neues XP-Event bekommen, zusätzlich zu einem anderen Event. Ist auf jeden Fall nice und ja, schauen wir mal, wie es läuft. Ich hoffe, dieses XP läuft halt besser. Ist es halt schwer zu urteilen, ne? Wenn er jetzt schon sich zu sehr freust und am Ende passiert das gleiche nochmal, was wir natürlich alle nicht hoffen. Ja, warten wir mal ab, aber wenn das XP-Event jetzt, sag ich mal, halbwegs normal abläuft, dann denke ich mal, passt es wieder. Und vor allem, wenn natürlich auch die zukünftige Situation auf dem Server so ist, dass man dort einfach normal spielen kann, ohne dass man jeden Tag Angst haben muss, dass es für ein paar Stunden unerträglich wird. Genau. Weitere Kompensation ist hier nochmal, habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen, diese Forsythia Lunchbox. Gibt es hier noch den Coupon-Code FlyU FWC 5 Gift Q1. Ist noch gültig bis zum 1. Mai 23:59 Uhr UTC. Kann man also auch noch einlösen und kann nur einmal pro Account eingelöst werden. Ich weiß etwas spät dran, aber die meisten müssen von dem Code schon gehört haben. Dann neues Speedset, das Pastell-Set, wieder mit 2246, 88, 10, 10. Also insgesamt 8 Variationen dieses Sets in verschiedenen Farben, verschiedenen Farbkombinationen. Ja, ich sag mal so, ist es besser, also mein persönlicher Geschmack trifft es jetzt etwas besser als das letzte Set, aber es ist jetzt auch nicht also das absolute Highlight des Jahres, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, klar, Geschmäcker sind verschieden. Ist halt eher so ein modernes Set. Das letzte war dieses, ja, eigentlich auch recht modernes Set, nur halt mit dieser Hasenmaske, basically. Dieses Oster-Set. Und ja, jetzt ist halt wieder so ein richtig modernes Set, was halt einfach wie Alltagsklamotten aussieht. Genau. Ist im Cash-Shop. Und dann ist auch noch neu der Mai-Pass 2025. Habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen. Wenn man sich den kauft, dann bekommt man an Tag 30 eine 7% Card Select Box. Ich wurde gestern zum Beispiel auch gefragt, ob man sich jetzt den April- oder Mai-Pass holen sollte. Also auf dem FWC-Server, auf Borodeng sollte nur der Mai-Pass eigentlich aktiv sein. Auf dem FWC-Server wurde der April-Pass bis 22. Mai verlängert. Falls ihr euch den April-Pass noch nicht geholt habt und ihr jetzt auch nicht 2 Pässe kaufen wollt, dann wäre es auf jeden Fall klüger, sich den Mai-Pass zu kaufen. Weil hier bekommt man eben eine 7% Card Select Box und wie es der Name schon sagt, ihr könnt euch eine 7% Karte aussuchen aus dieser Box. Heißt quasi Lightning, Volcano, Earthquake 7% Karte eurer Wahl. Und alles, was ihr tun müsst, ist Battle Pass 30 erreichen. Ich sag mal so, wenn man aktiv spielt, ist das absolut kein Problem. Der Battle Pass ist verhältnismäßig einfach zu finishen, wenn man halt vor allem täglich online ist oder halt auch, wie gesagt, einfach nur aktiv spielt. Und ja, ist schon ziemlich heftig. Diese Battle Pass-Variante mit der 7% Karte ist die beste, die es gibt. Den gibt es auch nur wenige Mal im Jahr. Ich glaube, 2-mal im Jahr. Bisher war das so ungefähr einmal im ersten Halbjahr und einmal im zweiten Halbjahr. Und ja, hat halt einfach unglaubliche Value. Also der Battle Pass an sich hat schon unglaubliche Value. Aber die 7% Karte macht es halt nochmal extrem worth. Und ja, das ist eine gute Chance, an eine 7% Karte zu kommen. Und dann haben wir noch das Stone Rain Event. Ja, das normale Wochenend-Event dieses Wochenende wäre jetzt nicht so positiv ausgefallen. Auf dem FWC-Server haben wir jetzt halt zusätzlich noch das XP-Event als Ausgleich. Deswegen sage ich mal, ist es okay. Aber ich finde es persönlich schade, dass weiterhin dieses Stone Rain Event aufgespielt wird. Ich bin davon persönlich kein Fan.
Das größte Problem an dem Event ist halt einfach, dass es 25 Items sind, glaube ich, zu droppen gibt. Und dass halt einfach die Inventories zumüllt, da diese Items halt generell nicht droppen. Das heißt, man hat diese Items nicht im Inventory. Und wenn man sie dann aufheben möchte, hat man halt plötzlich bis zu 25 Items mehr. Und ich meine, selbst wenn man Invi-Bags besitzt, selbst wenn man große Inventories hat, wo man viele Inventarplatz-Quests abgeschlossen hat, ist das einfach zu viel. Ich meine, 25 Items ist einfach viel zu viel. Meiner Meinung nach sollte einfach eine Box existieren, Stone Rain Event Box, da sind alle Items drin, mit einer angemessenen Wahrscheinlichkeit. Und dann kann man einfach hunderte Boxen farmen, tausende Boxen farmen und die könnte man entweder verkaufen. Ja, ich meine, die Pieces sind ja ungebunden, das heißt, die Box wäre logischerweise dann auch ungebunden. Oder man öffnet sie oder man sammelt sie bis zum nächsten Mal. Whatever. Auf jeden Fall hätte man dann einfach dieses Inventarplatzproblem nicht. Und ich meine, ja, es ist einfach übertrieben. Also 2% Pieces gehören da eigentlich nicht rein. Kein Mensch braucht 2% Karten. 2% Karten sind komplett sinnlos. Die existieren in dem Spiel einfach ohne komplett Sinn und Verstand. Niemand benutzt die, niemand macht irgendwas damit. Die existieren einfach nur, um nichts zu tun. Nutzlos ist das Item im Game. Und 2% Pieces davon noch nutzloser. Also allein die 5 könnte man schon mal rausschmeißen, dann wären schon mal 5 Items weniger. Und dann ist halt auch so bei Power Dice, würde ich jetzt sagen, macht es doch einfach so, dass der Power Dice einfach direkt droppt. Ja, dann hat man die 3 Power Dice Pieces schon mal einfach sowieso im Inventar, weil man die immer droppt und so. Also könnte man auch so noch ein bisschen drüber gehen und auch nochmal einige Items rausschmeißen. Aber ja, ich habe persönlich damit einfach tatsächlich doch relativ großes Problem mit dem Event. Und ich finde, die Feedback der Community sollte auch klar sein, dass wir das eigentlich nicht mehr wollen. Und das heißt es eigentlich jedes Mal. Also ich finde es schade, dass das weiterhin aufgespielt wird. Zu guter Letzt, hier gab es noch eine Nachricht von Piccolo, beziehungsweise Gala, Piccolo als Stellvertretung, Game Master, da hier vermehrt Vorfälle immer wieder aufgetreten sind, wo automatisiertes Gameplay in irgendeiner Form genutzt wurde und hier nochmal darauf hingewiesen wurde, dass das eben nicht erlaubt ist, in welcher Form auch immer. Also alles, was einen Menschen simuliert, sei es jetzt physisch oder digital, also eine Software oder Hardware oder whatever, ist halt nicht gewünscht. Also die wollen, dass man selbst die Tasten drückt. Wie genau man das macht, das steht einem frei. Aber man soll dafür halt keine Programme oder andere Tools benutzen. Ich sage euch das einfach, wie gesagt, auch als Warnung letztendlich, weil niemand will, dass sein Account gebannt wird. Und sollte halt jeder einfach nochmal hier bewusst sein, dass falls was halt eben rauskommt, dass man dann eben mit den Konsequenzen zu rechnen hat. Genau. Und das ist eben auch keine neue Regel, das ist schon seit 20 Jahren eigentlich so. Auch bei Flive PC war das schon immer so. Also es ist eigentlich nichts, was einen wirklich überraschen sollte. Das war tatsächlich schon immer so. Wie gesagt, nur als Info für euch, was ihr damit macht, ist eure Sache. Aber das wurde noch im Discord gepostet. Genau. Und ja, dann XP-Boost-Event, wie gesagt, jetzt am Wochenende ist das Thema eigentlich. Das Stone Rain-Event, darüber wird wahrscheinlich nur negativ groß geredet werden. Und ansonsten, wie gesagt, der MyPass 2025 für eine 7% Card Select Box wäre hier auch auf jeden Fall noch ein kleines, ein kleines Goodie, was man sich mitnehmen kann. Ja, das war die News von heute. Genau, ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Livestream und oder Video wieder. Link zum Livestream ist in der Videobeschreibung. Schaut vorbei, tägliche Livestreams auf Twitch. Und ja, Videos kommen sowieso auch jeden Tag. FEC-Videos muss ich ein bisschen schauen, also ich bin ein bisschen behind. Ein bisschen ist gut, so 8000 Stunden behind ungefähr. Ja, ich werde dann langsam den FEC-Fortschritt auch mal posten. Ich komme nur gerade irgendwie echt nicht dazu. Also es ist, ja, aber die Videos kommen auf jeden Fall noch, also dass man es alles nochmal im Nachhinein nochmal miterleben kann und so weiter. Aber ich spiele gerade mehr, als ich jemals da nacharbeiten könnte. Deswegen, ja, brauche ich da einfach ein bisschen, um aufzuholen. Aber das kommt schon noch, spätestens nach dem Wochenende werden da wahrscheinlich wieder vermehrt Videos kommen, vielleicht auch mal 2, 3 pro Tag extra, um da ein bisschen eben aufzuholen. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein, macht's gut und ciao, ciao.